Die Wichtigkeit der ISO 50001 hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Und das ist weniger der 50001 an sich geschuldet, sondern mehr den Gesetzen und den Verordnungen, die um sie herum entwickelt worden sind, und zwar aus gutem Grund. Wir sind in den letzten Jahren sensibilisiert worden für das Thema Energieverbrauch, die Gasknappheit, der Krieg in der Ukraine, die Teuerungsrate für Energie hat dazu geführt, dass wir alle sensibilisiert worden sind für die effiziente Nutzung und Unternehmen natürlich eigentlich insbesondere. Und dazu kommt, dass der Staat an der Stelle auch signalisiert hat, wir gewähren Beihilfen, damit wir diese Preissteigerung auffangen können. Es werden Umlagen reduziert, es werden Beihilfen auch von europäischer Seite freigegeben. Und das bedeutet wiederum, dass es dafür so etwas wie eine Gegenleistung geben muss. Und diese Gegenleistung lautet: Weist mir nach, dass ihr mit der Energie effizient umgeht. Und das kann ich natürlich am ehesten und am einfachsten mit einem Energiemanagementsystem machen. Die neuen Anforderungen aus der 50001 ergeben sich tatsächlich weniger aus der 50001, sondern mehr aus den Gesetzen und den Verordnungen, die zwischenzeitlich erlassen worden sind. Zum Beispiel das Beispiel 2023, das Energieeffizienzgesetz, das die Gruppe der Unternehmen, die sich mit einem Energiemanagementsystem beschäftigen müssen, viel weiter spannt mittlerweile. Also Unternehmen, die mehr als 7,5 Gigawattstunden im Durchschnitt der letzten 3 Jahre verbraucht haben, sind verpflichtet, Energiemanagementsysteme einzuführen. Aber was auch in dem Energiemanagementsystem gefordert ist, ist, dass die rechtlichen Pflichten eingehalten werden, zum Beispiel in Form dieser Gesetze und Verordnungen. Und da haben wir dann so einige. Aus dem Energieeffizienzgesetz kommt dazu, dass man Abwärmepotenziale identifizieren muss und in eine Excel-Tabelle eintragen muss, dass man Umsetzungspläne publizieren muss, wie man denn seine Energieeffizienz steigern möchte. Auch das betrifft nicht alle Unternehmen gleichermaßen, sondern ab einem bestimmten Schwellwert. Das Gebäudeenergiegesetz liefert dazu auch noch Bestandteile, weil es halt zum Beispiel fordert, dass ab einer bestimmten Größenordnung von Heiz- und Lüftungsanlagen automatisierte Steuerungssysteme oder Regelsysteme installiert werden müssen in den Gebäuden. Also es ergeben sich eine Menge Rechtspflichten, die sich aus den Verordnungen und Gesetzen ergeben. Und das treibt im Prinzip auch alles in Richtung Steigerung der Energieeffizienz. Die Pflichten, die jetzt auf die Unternehmen zukommen, erwachsen aus unterschiedlichen Ursachen. Eine Ursache, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Energiemanagementsystem eingeführt habe oder einführen musste, dann muss ich mich jetzt operativ darauf einstellen, dass interne Audits durchgeführt werden, externe Audits durchgeführt werden. Das Management muss sich einmal im Jahr treffen und gucken, ob das System funktioniert und wo Gegenmaßnahmen eingesteuert werden müssen. Sofern Unternehmen schon Managementsysteme am Start haben, ist das keine neue Herausforderung. Aber da wir jetzt einen erweiterten Kreis an Unternehmen haben, die nicht so viel Erfahrung mit Managementsystemen haben, ist das für das eine oder andere Unternehmen auch neu. Und die anderen Anforderungen ergeben sich aus den Gesetzen und Verordnungen, wo sie jetzt zum Beispiel aufgefordert werden, Abwärmepotenziale zu melden oder Umsetzungspläne zu veröffentlichen. Also auch daraus ergeben sich neue Pflichten, die mannigfaltig sind und die am besten über so etwas wie ein Rechtskataster auch verfolgt werden. Die ISO 50001 hat Herausforderungen bei der Umsetzung, aber sie bietet auch Möglichkeiten. Herausforderung ist sicherlich, dass man sich ganz intensiv mit seinen Prozessen beschäftigen muss. Vielleicht mehr, als man das vorher getan hat. Viele Unternehmen machen das schon seit Jahren und von daher kennen sie ihre Prozesse auch. Aber jetzt die Prozesse nochmal zu analysieren und Zahlen, Daten, Fakten zu ermitteln, das ist unter Umständen schon mal eine Herausforderung und es ist wahrscheinlich auch sehr sinnvoll, hier ein interdisziplinäres Team mit dabei zu haben. Also nicht nur die Fachleute dabei zu haben, sondern auch von außen nochmal zu gucken. Ein zweiter Punkt ist Kommunikation zu den Mitarbeitenden, weil das Energiemanagementsystem lebt auch davon, dass die Mitarbeitenden das Element aufnehmen und die Verbesserungspotenziale sehen, vortragen dürfen in Form eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses und eines betrieblichen Verbesserungsprozesses. Da also die Mitarbeiter mitzunehmen und ihnen zu signalisieren, es ist ein wichtiger Bestandteil auch deiner Arbeit, deiner Tätigkeit, Energieeffizienz nach vorne zu bringen, ist sicherlich auch eine Herausforderung. Als letztes vielleicht noch das Thema
Messen, Zahlen, Daten, Fakten ermitteln. Das geht in der Regel mit Messen. Also Mess- und Verarbeitungskonzepte müssen hier gegebenenfalls erweitert oder ergänzt werden oder überhaupt aufgesetzt werden. Und das bedeutet natürlich auch Investitionen möglicherweise in Messmittel, die vorher so nicht getätigt worden sind. Das Schöne dabei ist, es gibt dafür Fördertöpfe, die natürlich auch helfen, diese Investitionen zu puffern, abzupuffern. Erfolgsfaktoren bei der Zertifizierung eines 50001 Managementsystems sind mit Sicherheit schon mal, dass von beiden Seiten, von oben nach unten und von unten nach oben, ein solches System gelebt wird. Das Management muss spiegeln, dass das Thema Energie wichtig ist und von ihnen auch entsprechend getragen wird. Und die Mitarbeitenden müssen das Thema genauso bedienen, weil sie als motivierte Mitarbeiter die Impulse liefern, die Verbesserungsvorschläge liefern und ihre Arbeit ständig daran auch orientieren, dass Energie nicht verbrannt wird, Anlagen abgeschaltet werden, pausieren dürfen etc. pp. Ein gutes Projektmanagement bei der Einführung einer ISO 50001 hilft. Ein Team, das Umsetzungswillen hat und natürlich auch entsprechend autorisiert wird und befähigt wird, das zu tun, eine wichtige Voraussetzung. Zahlen, Daten, Fakten zu erheben, also den Prozess zu durchleuchten und die richtige Methode anzuwenden, um die Kernprozesse zu identifizieren, um Kennzahlen zu ermitteln, um das Ganze auch steuerbar zu machen, ist ein weiterer wichtiger und elementarer Faktor. Die Aussichten für die 50001 sind wie aus der Pistole geschossen perfekt. Warum? Solange wir uns mit Klimafolgen, überhaupt mit dem ganzen Thema CO2-Minderungspotenziale, nicht nur deutschlandweit, sondern Europa und weltweit befassen müssen, ist die Frage nach Energieeffizienz immer zu stellen. Und ein Energiemanagementsystem, ähnlich wie ein Umweltmanagementsystem, gestalten genau das und sorgen dafür eine gewisse Kontinuität. Dazu kommen natürlich Werkzeuge, die sich jetzt auch in anderen Bereichen des Arbeitslebens durchsetzen. Die zunehmende Digitalisierung wird da eine Rolle spielen, die Einbindung von KI-Funktionen auch beim Führen eines Managementsystems, aber auch das Internet of Things, was hier hilfreich sein kann. Also hier hat das Managementsystem eine Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und nicht nur dafür zu sorgen, dass die Energie effizient eingesetzt wird, sondern dass auch der Managementprozess effizient geführt wird und möglichst wenig operative Störung mit sich bringt.